Willkommen zurück. Wie angekündigt der zweite Teil zur Rubrik Routenanimation. In diesem Tool zeige ich euch, wie man mit GPX Animator schnell und einfach eine kleine Animation mit Bildern erstellen kann. Nach dem Start des kleinen Programms bitte nicht erschrecken. Im ersten Moment erscheint die Oberfläche recht kompliziert und unübersichtlich. Aber nicht alles, was man einstellen kann, wird gebraucht, um eine Streckenübersicht zu zeigen. Fangen wir mit der ersten Zeile an. Dort wird der Ausgabeordner und ein passender Dateiname für das erstellte Filmchen angegeben. Über Auswählen suchen wir den Pfad und vergeben einen Namen. Bei Videocodec stellen wir uns das passende Format ein. Mit H264 kann man nichts falsch machen, damit kommen alle handelsüblichen Videoschnittprogramme zurecht. Bei Breite mal Höhe wird die Größe des Kartenausschnitts gewählt, in dem sich der gesamte Track befindet. Nachdem ich in HD produziere, wähle ich die 1920 x 1080. Unter Sichtbare Breite mal Höhe klicke ich ebenso auf HD. Das stellt den sichtbaren Teil der Karte in Bezug zum Kartenausschnitt mit dem Track dar. Auf diese Einstellungen komme ich später nochmal zurück. Die Einträge, Trackheit, Vergrößerung, Begrenzungen und Rand belassen wir erst einmal so wie sie sind. Mit Beschleunigung wird die Geschwindigkeit eingestellt, mit der der Track abgespielt werden soll. Damit muss man ein wenig rumspielen, bis einem die Geschwindigkeit gefällt und es zum Ablauf mit den Bildern später passt. Mit der Positionsgröße ist das Standard-Kopfsymbol des Tracks gemeint. Das stellt einen Punkt dar, wenn man kein Reisesymbol einstellt. Dazu später mehr. Auch kann man eine Wegpunktgröße einstellen. Diese stellen spezielle Wegpunkte dar, die man bei der Trackaufzeichnung erstellt hat. Bei GPS-Logger wäre es eine Anmerkung. Neue Trackfarbe bezeichnet den Teil des gezeichneten Tracks, der sich für eine bestimmte Zeit nach dem Kopfsymbol befindet. Schwarz ist keine schöne Farbe, deswegen stelle ich sie mal schnell auf ein auffälliges Grün. Die Farben sind mit unterschiedlichsten Werkzeugen einstellbar, je nach Geschmack. Bei Dauer der Trackfarbe stelle ich nun die Zeit ein, in der die Farbe zu sehen sein soll. Je kürzer die Zeit eingestellt wird, desto kleiner wird der Bereich hinter dem Kopfsymbol. Die Einstellerei in den Zeiteinstellungen sind ein wenig mühselig und kompliziert. Entweder über die Auf-Abschalter, rechts oder mit Eingaben. Aber Achtung, mit jeder Eingabe wird der gesamte Bereich markiert und wieder überschrieben. Mit Bilder pro Sekunde ist die Framerate des ausgegebenen Filmchens gemeint. Die ist frei wählbar, aber man sollte sich an die Frameraten halten, die auch wirklich gebraucht werden. In meinem Fall sind es eben die 30 Bilder pro Sekunde. Unter Hintergrundkarte stelle ich mir eine schöne Karte ein. Frei nutzbare Karten ohne API-Schlüssel sind alle von OpenStreetMap. Es gibt noch ein paar andere, aber die dürft ihr selber suchen und entscheiden, welche ihr nutzen wollt. Weiter unten bei Kartensichtbarkeit schiebe ich den Regler auf 100. Das stellt die Transparenz der Karte ein, um eventuelle Reiseeffekte in einem Videoschnittprogramm einzubauen. Das Häkchen bei Vorzeichnen setze ich, damit der Weg schon im Voraus zu erkennen ist. Das ist aber Geschmackssache. Pausen überspringen ist wichtig, wenn man mehrere Tracks, zum Beispiel Sternfahrten über mehrere Tage, visualisieren will. Hintergrundfarbe, Hintergrundbild, Überblendungsfarbe sowie Überblendungsdauer sind erst einmal unwichtig und können ignoriert werden. Standbild am Anfang und Standbild am Ende sind interessant, wenn man die Tour weiter in einem Schnittprogramm verwenden möchte. Damit können Pausen am Anfang und am Ende der Animation eingefügt werden. Wenn automatisch Bilder aus der Tour eingeblendet werden soll, geben wir bei Fotoverzeichnis den Ordner an, in dem sich die Bilder befinden. Mit Fotoanzeigedauer und Fotoanimationsdauer kann man sich auch noch ein wenig spielen. Ich belasse es bei den Grundeinstellungen. Ich möchte jetzt noch meine Tour mit meinem Logo versehen. Dazu gebe ich unter Logo den Pfad zu meiner Bilddatei an. Aber Achtung, dieses Bild wird nicht skaliert. Heißt, es wird in Originalgröße eingeblendet. Mit Position Logo setze ich mir mein Logo auf die obere rechte Ecke. Randlogo legt den Abstand zum Bildrand in Pixel fest. Hinweise und Informationen belasse ich erst einmal so. Da kann man sich dann nach eigenem Gutdünken austoben. Position Kommentar stelle ich auf versteckt. Tatsächlich habe ich noch nicht rausgefunden, wofür das Ding ist oder was es anzeigen soll. Noch eine schöne Schriftart mit ausreichend lesbarer Größe eingestellt.
Nachdem ich keine Wegpunkte in meinem Track habe, stelle ich keine andere Schrift für diese ein. Jetzt sind wir endlich soweit. Fügen wir unseren optimierten Track ein. Dazu klicken wir auf Track hinzufügen. Hier suche ich mir den optimierten Track aus der Folge Tracking und lade sie in das Programm. Sehr schön, aber die Vorzeichnenfarbe in Grau gefällt mir nicht. Ich möchte eine haben, die ein bisschen mehr ins Auge fällt. Schnell eine andere Farbe ausgewählt. Die Linienfarbe kann so bleiben. Das Feld Beschriftung lasse ich leer, weil mir irgendein Text neben dem Kopfsymbol einfach nicht gefällt. Noch eben die Linienstärke und Vorzeichnen Linienstärke angepasst, damit sie später auf der Karte gut zu sehen ist. Unter Reisesymbol kann man eine passende Grafik statt einem Punkt als Kopfsymbol auswählen. Schauen wir uns mal an, ob all die Einstellungen so aussehen, wie wir uns das vorgestellt haben. Mit einem Klick auf Vorschau öffnet sich ein neues Fenster, in dem das erste Bild zu sehen ist. Jawohl, ja, alles da. Die vorgezeichnete Route, das Logo rechts oben, der Hinweistext links unten und die Informationen rechts unten. Passt. Bevor wir jetzt das Video erstellen lassen, speichern wir noch schnell diese Einstellungen als Standardkonfiguration. Links oben unter Datei wählen wir als Standardkonfiguration speichern. Weiter geht's. Mit einem Klick auf Video erstellen startet das Rendern. Schon fertig. Schauen wir uns das Ergebnis einmal an. Sehr nett, kann man brauchen. Das ist natürlich auch ohne Bildeinblendungen möglich, einfach den Pfad zu den Bildern bei Fotoverzeichnis leer lassen. Bringen wir noch ein kleines bisschen mehr Bewegung in die Sache. Zuerst ändern wir den Dateinamen, damit das schon erstellte Video nicht überschrieben wird. Bei Breite mal Höhe vergrößere ich die Standardgröße auf einen Wert von 4K. Und ab geht die Luzi. Video erstellen. Mit der unterschiedlichen Einstellung von Breite mal Höhe und sichtbare Fläche hat sich der sichtbare Bereich verkleinert und die Karte bewegt sich mit der Route. Zurück zu einem Beispiel mit mehreren Tracks. In diesem Beispiel habe ich 3 Tagestouren in Island in das Programm geladen. Nachdem die Touren wirklich lang sind, sollte man die Beschleunigung auf einen höheren Wert setzen, sonst wird die Animation wirklich lang. Wenn auch, wie gerade gezeigt, ein Zoomgröße 4K gewählt wird, sollte die Trägheit noch auf einen kleineren Wert eingestellt werden. Sonst läuft das Kopfsymbol aus der Karte und das schaut nicht gut aus.